Ja, welcome to everyone. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich mega. Vielen Dank, Tobias, Rachel und Martin, dass wir heute hier sein dürfen und ein paar Fragen stellen dürfen. Ihr habt alle schon den 5kg gesehen. Es wird sich viel darum drehen. Aber generell so dein Background und alles. Freue mich mega. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Fühlt euch auch frei. Wir werden im Anschluss so die Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Also wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas würde euch auch interessieren und eine Frage, die ich nicht stellen kann, die euch auf dem Herzen liegt, stellt sie einfach. Das wäre mega nice, wenn wir den Raum dann dafür öffnen können. Absolut. Sind alle bequem für so? Gut? Perfekt. Yes. Ja, Atmosphäre wie zu Hause, aber da entstehen die besten Gespräche. Genau. Nice. Ja, wir sind hier in einem Studio in Zürich. Genau. Mega nice. Du bist in Zürich aufgewachsen, das ist dein Background, hier auch geboren. Welche Bedeutung hat Zürich für dich als Stadt und als Space gerade aktuell? Mega tiefgehend. Also meine Familie, mein Großvater hat immer die harte Stories gehabt, wenn er im Oberdorf aufgewachsen ist und irgendwie am Brunnen ist, frisches Wasser holen und über die Dächer von Zürich in die Schule gelaufen ist. Darum ist mega so Family History da. Und ich glaube, für mich ist die grösste, ich glaube, das, was mich jetzt am meisten geprägt hat, ist auf der einen Seite so gewesen, geschichtlich, kulturell so die Reformation in Zürich und auf der anderen Seite so in meiner Jugendzeit so Punkrock. Und ich habe nachher gemerkt, nach einer Zeit, dass die eigentlich recht gut zusammenpassen, die zwei Sachen. Weil wenn ich so an Zwingli denke, wo so die goldige Statue in die Limme gerührt hat, war es irgendwie recht Punkrock gewesen. Und ich glaube, so etwas, was Zürich mega hat, ist auf der einen Seite klar das Schweizerisch, so die Suche nach Perfektion und Schönheit. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie so eine Suche nach, oder so eine radikale Suche nach Wahrheit und die Essenz der Sachen. Ich glaube, das hat mich mega geprägt. Ja. Mega nice zu hören. Ja, aber Zürich war ja nicht deine einzige Station. Du hast ja in Lausanne studiert, an der EKL. Genau. Und warst viel in der Welt unterwegs. Mega. Welcher Ort hat dich denn noch so inspiriert? Ich habe zuerst, von meiner Ausbildung Grafik gelernt. Und bin dann mit 21 für ein Praktikum auf New York gegangen und bin dann fast 2 Jahre dort geblieben. Und ich glaube, dort, was mich mega geprägt hat, ist so der minimalistische Kunst von Donald Judd und Michael Heiser und so. Das war für mich mega wichtig gewesen. Und die Stadt, ich habe es geliebt, war mega busy gewesen. Das ist natürlich viel wilder als jetzt irgendwie Zürich. Es ist wirklich eine Großstadt. Aber ich bin dann immer so mit dem Zug, der Hudson drauf, in ein Kunstmuseum, das Dia Bacon. Und ich habe das Gefühl, dort hat sich alles so ein bisschen um eine spirituelle Suche in der Kunst, das ganze Landart etc. dreht. Und das war für mich mega wichtig, so aus der Stadt raus und dann aber auch so wieder in die Stadt zurückkommen. Wann war das, die Zeit in New York? Ich war 21, das ist etwa 2011 bis 2013. Ja. Genau. Ja, nice. Was waren so andere Stationen in deinem Leben? Genau, also ich habe fast 10 Jahre nicht mehr in Zürich gewohnt und bin nachher wieder auf Zürich zurückgekommen. Genau, zuerst bin ich auf New York gegangen, nachher bin ich zuerst auf Paris gegangen, weil ich wollte an ECAL studieren. Aber wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, nach so 10 Jahren Französisch in der Schule kann man nicht mega gut Französisch. Und habe dann bin zuerst auf Paris und ich knapp ein Brot bestellen auf Französisch. Und nachher nach 3 Monaten schon ein bisschen besser gegangen. Und dann habe ich in Lausanne studiert, das war alles auf Französisch. An der ECAL, das war super Zeit. Und habe dann noch eine Artist Residency in Hongkong gehabt, für 6 Monate. Und dann bin ich zurückgekommen auf Zürich. Genau. Ja. Ja, du hast schon gesagt, du hast eigentlich studiert Industrial Design. Ja. Mega spannend, so diese Veränderung zu sehen. Also auch wie ich dich kennengelernt habe, eigentlich mit jetzt der Frage so, oder auch einer Offenheit, so an das Unfertige. Wann würdest du sagen, ist so diese Veränderung gekommen von diesem stringenten Industrial Design zu diesen Fragen nach dem Offenen, nach dem Unfertigen? Ich glaube, das ist, also ich habe dann, als ich von Hongkong zurückgekommen bin, hatte ich einen Job gehabt, so einen Industrial Design Client. Und ich habe so 2 Böckchen gekauft und eine Tischplatte im Obi und den Stuhl. Und dann irgendwie so, okay, das ist jetzt mein Büro, das ist jetzt mein Studio. Und haben so angefangen und so hat dann einen Job nach dem anderen
Hat eigentlich recht gut funktioniert, das war cool gewesen. Also, und ich habe dann irgendwann gemerkt, man tut immer so über, wie funktioniert etwas reden. Und ich habe plötzlich gemerkt, so, ja, kann man das auch mal hinterfragen. Also kann man auch mal hinterfragen, was ist der Wert von einer Funktion, weil ich glaube, in der Schweiz wächst man auf, dass wenn etwas funktioniert, das ist extrem viel wert. Aber das auch mal hinterfragen, was heißt denn, was ist ein Wert von der Funktion oder was heißt überhaupt Funktion? Und das klingt mega theoretisch, aber ich habe dann, das ist eben so ist dann auch der 5 Kilo entstanden. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Objekt, das einfach keine Funktion hat oder keine definierte Funktion. Und es ist so ein lustiges Experiment geworden, weil ich hatte dann immer wieder Leute gehabt, die auf ein Studio-Visit gekommen sind oder vorbeigekommen sind. Und ich habe sie gefragt, so, ja, was willst denn du damit machen? Und jeder hatte eine andere Antwort gehabt. Und das hat mich dann inspiriert, um an dem weiterzumachen und immer weiterentwickeln, bis ich wirklich auf eine Form gekommen bin, wo wirklich komplett etwas anderes oder interpretiert hat. Ja, wie du schon sagst, hat schon eine unkonventionelle Form. Und mega interessant, dass so das erste Mal so in der Art Basel vorgestellt wurde. Genau, ja. Es gab ja seitdem auch einen Prozess. Wie kam es so dazu, dass der 5KG in der Art Basel vorgestellt wurde? Das war mega lustig. Goni Hüsser ist eine Kuratorin. Ja. Und sie hat so einen Stand gehabt, der hat Object with Love geheißen. Und der ist so zwischen gerade so Liste Basel und Design Miami zwischendrin. Und sie hat dort alle Objekte ausgestellt und sie hat mich eingeladen, auch mitzumachen. Und dort hat er auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Die Form war irgendwie noch nicht ganz da. Aber ich glaube, ich habe so gemerkt, mich hat das plötzlich so gefesselt, so das Stein und Gewicht als Thema. Und ich habe wie so versucht zu suchen, was ich ausdrücken damit. Und ich konnte es zuerst gar nicht so richtig erklären. Aber so ist der entstanden, genau. Mega spannend. Wie lange ist das her? Wie lange war so dieser ganze Prozess vom 5KG? Ich glaube, ich habe sicher ein Jahr von so erster Idee bis zum fertigen Objekt gehabt, ja. Ich glaube, es wäre mega interessant für mich und ich glaube auch alle, die da sind, was so der tiefe Prozess hinter dem 5KG sind. Also wo so ein bisschen die Idee entstanden, einfach mal anzufangen. Ja. Wie war so der Anfang vielleicht? Magst du darauf ein wenig eingehen? Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, also was ich gemerkt habe und was mich gelernt hat jetzt im Prozess mit dem, ist so mega an Intuitionen festzuheben. Ich glaube, das kennt sicher jeder da innen, der kreativ schafft. Ist so, man hat manchmal das Gefühl, man sollte etwas machen oder es interessiert einem etwas und man weiß gar nicht genau, was das Interesse ist oder was man jetzt aussagen will. Man kann es vielleicht gar noch nicht so verbal kommunizieren. Und ich glaube, für mich ist das auch mega so, hat es viel mehr mit Hören zu tun, als mit Sprechen. Also, ja, ich glaube, für mich ist es so das Hören, was höre ich. Und ich glaube, als Künstler hört man immer gewisse Stimmen oder Sachen, die vielleicht nicht menschlich sind. Für mich ist das sehr so ein Dialog mit Gott. Also so, für mich hat das mega viel mit Gebet zu tun und Stille sein und Meditation. Ja, genau. Und wie etabliert sich das so in deinem Alltag als Künstler? Also hast du da irgendwie einen Rhythmus oder wie findet sich so dieser Impuls, dieser Moment, wo du merkst, boah, da entsteht etwas, da hast du eine Idee? Wann kommt das bei dir? Wann das vorkommt? Also vom Prozess, ich gehe meistens am Morgen so, ich schaue mein Phone nicht an für die erste Stunde. Also ich versuche es zumindest, manchmal nicht ganz einfach. Und dann gehe ich auf einen Gebetsspaziergang und versuche wirklich so, auch mal so einen Download zu machen. Und dann komme ich meistens da an und da ist auch die Zusammenarbeit zwischen meinem Vater und auch mit der Rachel, meiner Frau und natürlich auch Hersteller. Es ist immer auch ein Gespräch da rein und ich glaube, ich versuche immer so, dass Sachen, die ich downloaden kann oder versuche so Download im Gebet, dann mit ihnen zu teilen. Und was mega wichtig ist, ich glaube, ist so die Leute um sich herum zu haben, die einem vertrauen, auch wenn man gar noch nicht erzählen kann, was man eigentlich genau machen will. Wie hast du das so mal ganz spezifisch beim 5KG erlebt? Also wie war da so, du sprichst von Gebet oder von Zeiten, wo du dich mit so diesen Ideen beschäftigst. Wie war das beim 5KG? Ich glaube auch über das ganze Jahr ist mega viel passiert. Ich habe auch gemerkt, dort, plötzlich es passiert viel mehr, wenn man es teilt oder es passiert so viel mehr, wenn die Leute es interpretieren. Also wenn man es wie so weitergibt.
Und für mich ist es wie so eine, ich glaube allgemein die Welt ist wie so eine Einladung zum Kreieren. Weil das Universum ist ja unfertig, also es ist nicht fertig, es entwickelt sich ja immer weiter. Wir tun es weiterentwickeln. Und ich glaube, für mich ist es wie so, okay, es ist eine Einladung, für mich ist das die Einladung von Gott zum Weiter kreieren. Und ich glaube auch die Einladung dann wieder weiterzugeben an Leute. Also, hey, was siehst du drin? Und dann das wieder aufnehmen ins Ganze. Und ich glaube, das Schöne daran ist, es ist wie viel grösser geworden als ich selber. Also, ich komme immer wieder so Bilder über, wo Leute irgendwie ihren Hund dran binden. Und auf das wäre jetzt nie gekommen. Also eigentlich so Funktionen herausfinden. Und die grösste Funktion ist natürlich, dass es einfach ein Gesprächs-, so ein Conversation Starter ist. Also hat Conversation für dich auch eine große Rolle. Also der Austausch, die Interpretation von dem anderen in das Objekt selber. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dort ist auch so zweiseitig. Auf der einen Seite ist für mich so ein Gespräch mit Gott, wo ich wie so mehr höre als sagen. Oder so in dieser Meditation empfangen. Und ich glaube auch mit anderen Leuten. Es ist eigentlich wie so gar nicht so viel sagen, sondern auch dort irgendwie weitergeben und hören. Also 5KG wie eine Art Einladung, irgendwie, die du teilst, also auch mit anderen Menschen oder mit wem teilst du dieses Objekt? Ja, ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, eine Einladung, um es so weiterentwickeln. Und für mich geht das zurück auf das, was ich vorher erwähnt habe, dass man so eingeladen wird, um die Welt weiterzuentwickeln. Und die Einladung zu teilen und auch weiterzugeben, auf jeden Fall. Kannst du noch von einem zweiten Objekt erzählen, was du gemacht hast, eine Installation oder ein Projekt, wo das auch so der Prozess war? Ja, mega. Eins ist gerade hinter dir. Das hat Visions of the Ordinary geheißen. Und das war im Klingenpark mitten in Zürich. Letzten September während der Cirque Design Weeks. Und das sind alles, ich habe so ein bisschen Studien gemacht, weil ich habe mich recht für Schriften, also Tora und auch die Bibel interessiert, um anzuschauen, was ist ein Sacred Space, das ist so ein heiliger Ort. Und das sind alles verschiedene Namen von Gott aus dem Alten und Neuen Testament. Und genau, es war ein mega Prozess, um die alle zu finden. Und ich habe dann Bilder gesucht, die dazu passen oder auch Bilder erstellt. Und es ist lustig, weil jetzt bin ich darüber am Schreiben, wir machen das Buch darüber. Und ich bin über jedes Bild am Schreiben und ich merke so, in meinem Unterbewusstsein ist so viel abgespeichert, was ich gar nicht verbalisiert habe. Oder was vielleicht auch andere Leute gesehen haben. Und es ist mega interessant, um den Prozess auch von dieser Seite zu sehen. Mega nice. Also es ist wie so ein Download und ich glaube, manchmal versteht man den Download gar nicht ganz. Und man versucht dann auszudrücken, aber man hat noch gar keine Worte dafür. Und ja, ich glaube, das ist so ein Bestandteil oder der Hauptbestandteil von meiner Arbeit. Wie gehst du damit um, wenn du es noch nicht so in Worte fassen kannst, aber vielleicht von außen noch die Erwartung ist, manchmal klare Worte zu haben für ein Objekt oder für Dinge? Wie gehst du damit um? Das gibt es mega viel. Also ich merke mega viel, wenn ich gerade etwas Neues arbeite, ist das auch noch im Prozess. Und für mich ist es dann mega wichtig, auf der einen Seite Leute zu haben, die einem vertrauen, die mit einem daran arbeiten oder ein Teil sind. Und auf der anderen Seite finde ich es mega interessant, mal zu schauen, ob, also weißt du, ich glaube, wie so ein Testing zu machen. Verstehen jetzt die Leute, was ich meine? Und meistens ist es schon so, ein Kollege von mir hat letztens gesagt, es ist wie so ein Schach, wenn man jetzt Schach nicht kennt. Und dann sieht man einfach zwei Leute Schach spielen. Und man schaut auf all diese Figuren. Und man kennt die Regeln nicht, dann ist es sehr, sehr random, wie die Sachen angeordnet sind. Oder? Und ich glaube, je mehr man über Schach weiss, desto mehr wird man verstehen, was dahinter ist. Und ich glaube, es ist schon mega wichtig, um auch erklären auf eine Art, was man hat wollen. Aber im besten Fall müssen wir es nicht mal können erklären. Und ich glaube, mit dem 5KG habe ich es mega lange überhaupt nicht verstanden, was jetzt genau da passiert. Sondern es ist ein mega Mystery. Mystery? Ein Rätsel. Ja, so ein Rätsel gewesen, oder einfach so ein Mysterium. Und ich glaube, je länger, je mehr fange ich es an zu verstehen, durch alle, die es teilen oder wahrnehmen und interpretieren. Mega schön zu hören. Genau. Dankeschön. Und so, ich glaube, wird die Arbeit viel grösser als einem selber. Und das ist für mich mega wichtig, weil ich glaube, gerade das, eben so der Download von dem, was ich geredet habe,
ist wie so, ich glaube, es geht nicht um mich, es ist jetzt nicht so mein Genius, der da wirkt, sondern es ist für mich so der kreative Geist, der von Gott kommt für mich. Und der wirkt durch mich und der wirkt auch in anderen. Und durch das, ich glaube, kann man sich mega daraus rausnehmen. Und man wird gar nicht so wichtig im ganzen Prozess. Sondern ich glaube, so, das, was durch passieren ist viel grösser als einem selber. Und es ist immer mega schön, wenn man das sieht, von außen dann wieder. Hast du ein konkretes Beispiel oder eine Geschichte, wo du so gemerkt hast, da wird der 5kg nochmal größer, als wie ich es mir vorgestellt habe? Ich habe eine mega krasse Geschichte und ich kann bis heute nicht erklären und mir hat es niemand erklärt. Und zwar hat ein Freund von mir verschenkt und die Person ist leider gestorben. Und die Frau hat, also seine Frau verstorben, seine Frau hat an die Beerdigung mitgenommen und wie so vorne auf den Altar angestellt. Und ich weiss einfach so, keine Ahnung, was dort passiert ist. Aber das ist definitiv nicht mein Verdienst, dass das so eine tiefe Bedeutung hat bekommen. Und das finde ich mega krass. Also ich glaube so, dass das Teil wie so komplett über mich rausgewachsen ist, will ich jetzt nicht mir selber verdanken, sondern ich glaube, dort ist wirklich ein Geist am Werk, wo ich hinüberwachse. Ja. Mega interessant. Ja, ich möchte den Raum öffnen für Fragen, wenn ihr das Gefühl habt, euch wird was Spezielles passieren. Ich gebe noch gerne einmal rum.